Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine sommerliche One-Pot-Pasta mit Zitronen, Hähnchen und Erbsen. Dafür als erstes das Hähnchenfleisch, hier ca. 500 Gramm Hähnchenbrust in Streifen oder Würfel schneiden, anschließend eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das Fleisch jetzt in die heiße Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze darin anbraten. Das Fleisch auch ruhig schon mal mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Währenddessen bereiten wir die restlichen Zutaten vor. Eine große Zwiebel sowie 2 Knoblauchzehen abziehen, beides fein hacken. Und außerdem habe ich hier noch eine große unbehandelte Bio-Zitrone, einfach in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Nebenbei das Fleisch einmal wenden bzw. durchrühren, nochmal kurz von der anderen Seite anbraten und dann aus der Pfanne heben und bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Nochmals etwas Öl in die Pfanne geben, Zwiebeln und Knoblauch für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, 500 Gramm Spaghetti dazugeben, außerdem die Zitronenscheiben, eventuelle Kerne vorher entfernen, jeweils 3 bis 4 Zweige Rosmarin sowie Thymian, einen gehäuften Teelöffel Salz und anschließend alles mit einem Liter Wasser aufgießen, zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die Spaghetti durchrühren und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Spaghetti gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss ca. 200 Gramm TK-Erbsen dazugeben, außerdem das angebratene Hähnchen zurück in die Pfanne, 200 Milliliter Sahne dazu gießen und 1 bis 2 Hände geriebenen Parmesan. Alles ein letztes Mal gut umrühren, cremig einkochen lassen und danach sind wir auch schon fertig. Jetzt könnt ihr die Kräuter und Zitronenscheiben wieder entfernen. Außerdem alles nochmal mit etwas Abrieb einer unbehandelten Zitrone sowie frisch gemahlenem Pfeffer und eventuell Salz abschmecken und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.